Hat alles geklappt beim Segelmacher. Segel ist zurück und jetzt können wir es wieder anschlagen. Nachdem das Segel wieder angeschlagen ist und Wind und Wetter uns wieder aufs Wasser lassen, stellen wir fest, dass wir unser Boot nicht wie gewohnt manövrieren können. Wir haben da schon einen Verdacht. Das letzte Mal, als wir unterwegs waren mit dem Motor, haben wir nur noch so 0,8 Knoten gegen den Wind geschafft. Und ja, wir glauben, wir haben ziemlich viel Bewuchs. Also an der Schraube, wir hatten auch an der Seite ziemlich viel Bewuchs. Das Ruder sieht auch recht übel aus. Und da will ich jetzt mal abtauchen und ich denke mal, ich muss an der Schraube ein paar Muscheln abkratzen und ich hoffe mal, dann fährt sich das auch wieder besser. Man hat auch so eine leichte Unwucht gemerkt, gerade bei niedriger Drehzahl. Ich hoffe, das ist es. Wenn natürlich jetzt noch was anderes ist, ist es doof. Aber das mit den Muscheln lässt sich ja leicht beheben, das Problem. Ich würde das ja gerne zeigen, aber die GoPro hat schon wieder den Geist aufgegeben. Deshalb kann ich ihn nicht mitnehmen zum Tauchen. Da ist ein richtig fetter Klumpen Muscheln und Algen rum. Das muss ich jetzt mal rauskratzen. Ist ein bisschen unangenehm, weil überall Quallen rumschwimmen. Aber wir kriegen das schon hin. Als wir endlich den Bewuchs und die Muscheln vom Bug gekratzt hatten, wollten wir eigentlich weiter nach Travemünde, um mal wieder unsere Freunde mit ihrem Bootsprojekt zu besuchen. Wir mussten aber noch einige Tage in der Wismarer Bucht verweilen, weil der DWD eine Starkwindwarnung herausgegeben hatte und Böen bis Windstärke 9 unterwegs waren. Nachdem wir auch das überstanden hatten, konnte es endlich losgehen. Ein Wochenende bleiben wir in der Marina Baltica liegen. Wir zahlen 15 € die Nacht inklusive Dusche, Pool und Strom. Montag, 7 Uhr auf der Ostsee. Wir sind gerade das einzige Segelboot in Sicht hier. Also ich sehe kein anderes. Oder? Da ein Motorboot fährt er, aber ansonsten... Ja, 3 Fähren kamen uns heute Morgen schon entgegen, als wir aus dem Hafen raus sind. Ja, die großen Trelleborg-Travemünde-Fähren, ja. Eigentlich ganz cool, weil wir kannten den Hafen ja schon. Ja. Wir hatten hier Ausbildungsturn gemacht und wir waren hier halt auch schon öfters in der Marina, weil unsere Freunde ja das Boot liegen haben, das sie gerade ausbauen. Und jetzt sind wir halt auch mal mit Segelboot hier rüber gesegelt. War ganz cool. Also, Ja, auch da im Hafen liegen war ganz nett. ja, das ist eine ganz schöne Marina. Haben auch einen kleinen Pool da. Das ist schon ganz cool, weil im Hafenbecken will man halt auch nicht baden. Und da fahren halt auch die ganz großen Fähren, fahren da immer rein. Das gibt auch dann immer schön Wellenschlag. Ja, das war nachts doch sehr angenehm. Ja, man wippt ein bisschen hin und her. Eigentlich wollten wir auch noch ein bisschen länger hier sein oder einen Tag früher hier sein. Aber beim Segeln ist halt ja so, da muss man sich ein bisschen nach dem Wetter richten. Und deshalb sind wir halt irgendwie einen Tag später hier angekommen. Weil wir hatten an dem Tag, an dem wir die Überfahrt geplant hatten, hatten wir halt eine Wetterwarnung. Da waren halt Sturmböen. Das war bis zu einer Windstärke 9 gegen die Böen und wir sind dann halt einfach in der geschützten Bucht vor Anker liegen geblieben. Es gab ja auch richtig eine Wetterwarnung. Ja, also es gab eine Wetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst und also da fährt man dann auch nicht raus. Und war auch ganz gut. Also wir haben es stellenweise, ich glaube, ich bin 2-3 Mal nach vorne gegangen und musste erstmal gucken, ob der Anker hält noch. Weil da war schon ordentlich Spannung auf der Kette. Ja, der andere, der so ein Stück weiter lag, der ist dann auch gleich nochmal nach vorne gegangen und hat geguckt. Ja, das war so der Gruppenzwang. Einer genau. Weil war wirklich, da zog halt so eine Sturmböe durch, das wackelt und pfiff alles. Und dann bin ich gleich erstmal nach vorne. Schlüssel hatten wir auch schon bereitgelegt, falls irgendwie der Anker ausbricht. Ja, war auch mal aber ein interessantes Gefühl. Aber er hat zum Glück alles gehalten.
Ja, und dann sind wir eigentlich danach, also am Folgetag, in der Nacht schwächte der Winter so ein bisschen ab und sind dann ganz früh morgens um 6 sind wir gestartet. Oder na gut, also um 6 sind wir aufgestanden. Ja, gut. War trotzdem früh. Und sind dann halt ganz gemütlich gestartet und ja, war richtig gut. Also wir haben 6 Stunden also Wismarer Bucht, bis wir angelegt haben und im Hafen waren und als fertig waren, hat 6 Stunden gedauert. Also für dich eine ganz gute Zeit. Spitze hatten wir 5,7 oder 5,8 Knoten. Ja, und jetzt fahren wir ganz entspannt mit 4 Knoten etwa. Geht es jetzt auf dem Rückweg. Also noch nicht in die Wismarer Bucht. Wir wollen jetzt um Pöhl wollen wir noch so rum und dann wollen wir in Salzhaff rein, also Boinsdorfer Werder. Mal gucken, ob wir heute bis da kommen. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Also Ja. noch ist der Wind da, aber er soll die Woche über sehr stark abnehmen und dann, ja. Suchen wir uns einen schönen Ankerplatz, machen ein paar Schlauchboottouren. Das Wetter soll ja schön sein. Wir haben schon fast geschafft. Also nicht ganz. 12 Seemeilen haben wir schon hinter uns. Ja, in so einem kleinen Boot sieht es schnell immer möglich aus, muss ich sagen. Wir sind jetzt hier schon fast eine Woche unterwegs. Und heute ist mal ein richtig schöner Leichtwindtag. Heute ist ganz entspannt. Wir machen so unsere Wanne, ich guck mal. Ja, gerade machen wir nur 1,8 Knoten. Vorne hatten wir 2,5 immerhin. So, jetzt schläft es, glaube ich, gerade richtig ein. Das war aber nicht vorhergesagt. Nee, aber es kommt gerade gar nichts mehr. Also, ja, 1,5 Knoten. Ja, ist nix. Ja, wir haben noch Zeit, bis es dunkel wird. Also es ist erst Um 1. 1:30. Oh. Ja, was machen? Ja, der Wind drehte gerade ein bisschen, ist eingeschlafen. Jetzt komplett. Aber ist nicht schlimm. Wir genießen hier die fast 30 Grad und dümpeln hier so an Pöhl vorbei. Ja, weil bis. Ja, ist auch eine schöne Strecke. Hier kann man gut lang dümpeln. Also es ist schon sehr entspannt. Ja, hier sind wir schon öfters. Also hier haben wir auch so Manöverübungen gemacht und so Fender über. Ja, Fender über Bord, den wir, ja, beim 4. Mal haben wir ihn, glaube ich, wieder Ja, gekriegt. aber wir sind jetzt gut. Also das haben wir, glaube ich, gar nicht erzählt. Als wir nach Travemünde reingefahren sind, habe ich meinen Schuh verloren. Weil das ist alles hier recht eng und ich hatte meine Turnschuhe an und dann bin ich von vorne, wollte ich wieder zurückgehen und dann bin ich an der Seereling mit meinem Schuh hängen geblieben und ist mein Schuh über Bord gegangen. Aber wir haben ihn gerettet. Wir sind das Schuh über Bordmanöver gefahren. Ja, sehr souverän. Also Ja. beim ersten Anlauf hat es gleich geklappt. Ja, zum Glück haben wir einen Bootshaken. Und ich war auch froh, dass er geschwommen ist, weil ich habe nur ein Paar Schuhe dabei gehabt. Das wäre ärgerlich gewesen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich auch schon sozusagen auf dem Rückweg. Also
Wir hatten ja die Travemünde-Runde, jetzt hier Boinsdorf sind wir ein bisschen rumgesegelt und jetzt fahren wir wieder in die Wismarer Bucht rein. Da werden wir jetzt auch nochmal 1-2 Tage liegen, vielleicht nochmal unsere Walfischrunde drehen. Das ist so eine kleine Insel, die mitten in der Wismarer Bucht ist, so ein Naturschutzgebiet und da kann man auch mal ganz gut rumsegeln. Ja, deshalb ist da auch immer die Mittwochsregatta. Also da fahren mittwochs. Ist heute Mittwoch? Ist heute Mittwoch? Heute ist Mittwoch. Ach so. Aber heute machen wir das nicht. Das ist dann Ja, nämlich- vielleicht werden wir das sehen. Vielleicht können wir nochmal, wenn wir bis da kommen, wenn der Wind noch ausreicht, Hm. vielleicht sehen wir die Leute noch von der Mittwochsregatta einmal. Das ist eigentlich auch mal ganz cool. Oh, jetzt kommt wieder was. Ja, wir machen wieder 2,9 Knoten, also es geht voran. Wenn alles so weitergeht von der Vorhersage, sind wir 16:40 Uhr in Wohlenberg. Ja. Wie viele Seemeilen sind das? Auch nicht so weit, ne? 18? 10? 10 nautische Meilen sind das. 10 Meilen, okay, und das in Mhm. 5 Stunden. Wir segeln gerade auf Boltenhagen zu. Ich habe eben gerade schon durchs Fernglas geguckt. Ich glaube, ich habe da so einen Katamaran entdeckt, weil da soll irgendwo ein selbstgebauter Katamaran vor Anker liegen. Und da hat sich nämlich die Marina irgendwie wohl beschwert, weil der da schon Ewigkeiten rumliegt. Und keiner weiß, wem er gehört. Und angeblich weiß keiner, wen der gehört. Klang alles sehr mystisch. Und gucken jetzt, uns also wir haben da irgendwie einen Artikel drüber gelesen. Und die Wasserschutzpolizei hat gemeint, ja, sie können halt nichts machen, weil ist ja alles okay. Solange das Schiff schwimmt und vor Anker liegt, darf hier jeder liegen. Und jetzt wollen wir uns das Ding mal angucken. Also ich glaube, das ist es. Sah so ähnlich aus. Hat 2 Masten. Ja, ja, ja. Mal gucken, wie weit wir da rankommen. Weil meistens haben die ja nicht so viel Tiefgang, so ein Katamaran. Wir haben übrigens 1,25 Tiefgang.